Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um euch Spieler. Und zwar möchte ich euch zeigen, was ihr in Foundry als Spieler alles machen könnt. Fangen wir direkt an, links oben hier mit dieser Menüleiste. Die Standardauswahl ist hier Spielfigur auswählen. Ja, die ist für Spieler, die nur einen Akteur haben, relativ überflüssig. Allerdings könnt ihr damit euren Spieler auswählen, sobald ihr diese Funktion aktiviert habt. Wenn ihr nämlich mal auf ein anderes Tool geht und ihr wollt euren Spieler anwählen, dann geht es nur, wenn ihr zurückschaltet auf Spieler anwählen. Also hier ein recht wichtiges Tool. Kontrolliert ihr zum Beispiel einen Gefährten oder vielleicht einen zweiten Charakter, dann könnt ihr hiermit die Spielfigur wechseln. Das darunter ist Ziel auswählen. Das ist für den Kampf sehr wichtig. Das zeige ich auch später nochmal im Detail. Und das Messwerkzeug. Mit dem Messwerkzeug könnt ihr erstmal grundsätzlich Entfernungen messen. Von eurer Spielfigur bis hierhin zum Beispiel oder aber unabhängig von eurer Spielfigur. Ihr könnt mit links gedrückter Steuerungstaste Punkte setzen, also Eckpunkte, um einen Weg abzustecken. Dann seht ihr, die erste Zahl, die linke Zahl ist die Schrittzahl des aktuellen Wegpunktes und dahinter die Gesamtwegpunktzahl. Wenn ihr von eurem Charakter aus mit dem Wegpunkt-Tool eine Linie zieht, also vom Token, und dann die Eingabetaste drückt, die Leertaste, dann könnt ihr damit auch gehen. Kombiniert mit der Steuerungstaste sieht das dann so aus. Dann läuft euer Token die kompletten Wege ab. Diese Bewegung ist übrigens nur möglich, wenn der Spielleiter das Spiel freigegeben hat. Wenn, so wie hier, Spiel pausiert steht, dann könnt ihr ziehen und klicken, was ihr wollt. Dann seht ihr hier oben eine Fehlermeldung, ihr könnt euch nicht bewegen. Ich gebe das Spiel mal wieder frei. Ihr könnt euch nämlich auch noch auf anderem Wege bewegen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Dann gibt es hier nochmal das Messwerkzeug. Da sind 4 verschiedene Schablonen, um ja, Flächen, Distanzen zu messen. Fangen wir hier an. Das ist ein Kreissymbol. Wenn ihr mit der linken Maustaste klickt und gedrückt haltet und zieht, dann seht ihr so einen Kreis, der ja, die Distanz zum Mittelpunkt einmal misst. Das ist Schadenszauber oder andere Effekte, um zu messen, wer ist denn, wenn ich dahin werfe, davon betroffen. Lasst ihr die Maustaste los, wird es darauf platziert. Und ihr könnt es auch beliebig verschieben nochmal. Und entfernen könnt ihr das, indem ihr mit der Maustaste darüber fahrt und entfernen klickt. Die nächste Schablone ist ein Kegel. Gibt es noch ein Viereck und einmal, um direkt so einen Strahl zu messen. Dann die nächste Funktion sind die Notizen. Wenn euer Spielleiter Notizen auf der Map hinterlegt hat und ihr die Berechtigung für diese Notizen habt, ihr müsst mindestens, ich meine, Beobachter sein von dieser Notiz, Spielleiter wissen, was ich meine, dann seht ihr diese Notizen hier und könnt sie auch direkt auf der Karte öffnen. Das ist ein Notizfeld, da kommen wir später nochmal zu. Hier habt ihr einen Umschalter, wo ihr die Notizanzeige umschalten könnt. Wenn ihr jetzt zurückwechselt in den Token, also in die Figursteuerung, ist die Notiz weg. Mit einem Klick hier unten auf den Pin seht ihr die Notiz permanent auf der Karte. Das heißt, wenn ihr euer Spielleiter mit so etwas spielt, dann kann er euch die Information geben, da sind Notizen auf der Map und dann könnt ihr hier mit dem Notizschalter ja, in die Notizen gehen oder es umschalten, dass ihr auch beim Kontrollieren der Token die Notizen seht. Darunter ist ein DSA-spezifisches Icon. Da öffnet ihr hier oben zum Beispiel den Journal-Browser, den ich euch später noch genau zeige. Und die Bibliothek könnt ihr hier rüber öffnen. Hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, die Szenen ein- und auszublenden, vielleicht um ein bisschen Platz zu sparen. Das ist bei mir aktuell nicht notwendig, aber wenn euch hier oben die Übersicht stört, könnt ihr sie ausblenden. Hier unten habt ihr die Spieleransicht, wo ihr seht, wer gerade im Spiel eingeloggt ist. Klickt ihr hier auf den Pfeil, seht ihr alle Spieler, die es gibt. Daneben ist die Makroleiste. Das klingt jetzt sehr nach Technik und Programmieren. Im Prinzip ist die aber auch für euch als Spieler sehr praktisch. Ihr könnt euch nämlich verschiedene Proben dort reinlegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, die Sinnesschärfeprobe, die wird so oft benötigt. Ich ziehe von den Würfeln hier unten links einmal in die Makroleiste. Dann könnt ihr hier mit der Makroleiste über die Taste 1 oder einen Klick diese Probe direkt auslösen. Das könnt ihr mit den Talenten machen, mit Zaubern, Liturgien. Ihr könnt das mit Angriffen machen, mit Verteidigungen. Ähm,
Ja, einiges, was sich hier unten reinziehen und direkt auslösen lässt. Ihr habt davon von der Taste 1 bis 9 und die 0 und jeweils 5 Leisten. Hier gibt es noch die Möglichkeit, die Makroleiste auszublenden, einzublenden, wenn ihr sie nicht verwenden wollt. Also die Buttons finde ich eher überflüssig. Darunter ist es aber ganz interessant. Da könnt ihr im Makro-Directory nochmal gucken, was für Makros gibt es bereits im Spiel angelegt. Kann ich davon vielleicht eins für mich verwenden und auch dann könnt ihr das nochmal hier reinziehen. So viel zur linken Seite. Kommen wir zur rechten Seite. Fangen wir hier an. Hier oben habt ihr verschiedene Menüpunkte. Das linke ist zum Beispiel das Chat-Protokoll. Wenn ihr da draufklickt, öffnet es sich. Und hier im Chat-Protokoll passiert eigentlich somit das Wichtigste. Sämtliche Proben sind hier abgebildet. Hier gibt es einen Changelog. Aber auch der Chat wird hier abgebildet. Das heißt, wenn ihr hier was schreibt, und einfach absendet, dann sprecht ihr aus eurem Charakter raus. Ihr seht hier auch Orestes. Ich durchsuche den Wald. Das ist immer der Akteur, den ihr markiert habt. Und hier gibt es verschiedene Befehle. Da gibt es eine Foundry-Seite, wo die verschiedenen Befehle abgebildet sind. Zum Beispiel gibt es noch OOC. Dann sprecht ihr als Spieler. Der Befehl /roll oder /er für ein D20, D6 würfeln. Also verschiedenste Würfelwürfe. DSA-spezifisch sind dann noch die Begriffe Befehle unter /help. Da sind auch einige für die Spieler bei, könnt ihr euch auch mal anschauen. Also hier könnt ihr eure Proben auslösen, seht die Proben, die über den Charakterbogen ausgelöst werden. Hier unten habt ihr noch die Möglichkeit umzuschalten zwischen öffentlicher Wurf, privater SL-Wurf, verdeckter SL-Wurf und privater Wurf. Da würde ich nochmal ein Video machen, das auf die einzelnen Würfe eingeht. Hier schaltet ihr es aber um. Und wenn ihr es hier unten umschaltet, dann sind auch die Proben, die ihr im Charakterbogen auslöst, auf diese Probe umgeschaltet. Zum Beispiel, wenn ihr in der Gruppe eine Einigung habt, dass ihr erstmal primär privat würfelt oder beziehungsweise private SL-Würfe durchführt, dann schaltet ihr am besten hier unten einmal um, weil dann wird es auf sämtliche Proben hier angewendet. Das ist eher was für den Spielleiter. Ich glaube, die meisten spielen mit öffentlichen Würfen. Okay, kommen wir zum nächsten. Das ist der Combat Tracker. Hier findet im Moment gar nichts statt. Deshalb sorge ich jetzt mal für eine kleine Kampfbegegnung. Und zwar als Spielleiter habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Ein Bären, der durch diesen Wald streift und sich einmal in den Kampf mit Orestes begibt. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier im Combat Tracker schon die Begegnung eingestellt und kann als Spieler primär hier im Combat Tracker meine Initiative würfeln. Das war es. Klicke ich auf den D6, wird meine Initiative gewürfelt und damit ist meine Interaktionsmöglichkeit begrenzt. Ich persönlich empfehle noch, ihr könnt hier oben sämtliche Menüpunkte aus der rechten Verankerung lösen und in einem separaten Fenster öffnen. Ich mache das mal mit dem Combat Tracker, das funktioniert aber auch mit dem Chat seit kurzem. Mit den Items, also ein Rechtsklick löst dann dieses Menü nochmal zusätzlich von der Leiste. Es hat den Vorteil, dass ihr den Combat Tracker im Auge behalten könnt und zurück ins Chat-Protokoll, wo ja später die Proben, die Angriffswürfe und so abgebildet werden. So, ich würfel noch einmal kurz von den Bären die Initiative und starte die Begegnung, weil ich möchte euch noch einmal kurz zeigen, was es mit dem Ziel auswählen auf sich hat. Wenn ich jetzt auf Ziel auswählen klicke, dann markiert mein Mauszeiger nicht mehr die Token, so mit dieser Umrandung, sondern ihr seht es, dieser Token kriegt ein Ziel. Also ein einfacher Linksklick löst das Target aus und wechselt es auch. Wollt ihr mehrere Ziele markieren, müsst ihr die Shift-Taste dabei gedrückt halten. Dann könnt ihr mehrere ins Visier nehmen. Ohne gedrückt gehaltene Shift-Taste löscht ihr die alte Markierung und markiert neu. Solltet ihr vor den Angriffen tun. DSA-spezifisch ist noch dieser Button hier, der sämtliche Angriffsaktionen hier zur Verfügung stellt. Machen wir das einmal kurz, wobei ich im Kampfvideo eigentlich ziemlich detailliert darauf eingehe, wie das Ganze funktioniert. War erfolgreich. So, der Bär hat reagiert, ich war erfolgreich, er hat ein bisschen Schaden genommen. Wenn ihr jetzt fertig seid, denkt bitte daran, das macht es einfacher für euren Meister, euren Zug zu beenden, dass der nächste dran sein kann.
Ich werde euch nämlich noch eine kleine DSA-Besonderheit zeigen. Werdet ihr angegriffen, habt ihr hier im Chat die Möglichkeit, Reaktion auszuwählen. Das heißt, ihr könnt auf den Angriff direkt reagieren und bekommt hier auch nochmal verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Er möchte jetzt ausweichen, der Bär ist ein bisschen groß und hat es sogar geschafft. So viel auf die Schnelle zum Kampf. Ich empfehle da auch nochmal mein Kampftutorial, um da ein bisschen detaillierter einzusteigen. Hier auf jeden Fall das Target-Menü. Beenden wir mal den Kampf. Okay. Dann kommen wir hier zum Akteurverzeichnis. Dort findet ihr nochmal sämtliche Akteure, auf die ihr Zugriff habt. Ich habe für meine Gruppe immer einen Gruppentoken. Charakterbogen ist relativ uninteressant, weil leer, aber über diesen Token steuere ich Bewegungen über Karten, wo sie nicht als Gruppe einzeln rüberlaufen sollen. Und hier findet ihr dann euren Charakterbogen auch nochmal. Den könnt ihr auch öffnen, wenn ihr einen Doppelklick auf eurem Token durchführt. Oder aber, wenn euer Token markiert ist, einfach die C-Taste drücken für Character Sheet und der Charakterbogen öffnet sich. Das nächste ist das Item-Verzeichnis. Da habt ihr auch wenig Interaktionsmöglichkeiten. Da findet ihr aber Items, die ja für euch freigegeben sind, auf die ihr die Rechte habt. Wenn es zum Beispiel Zauber gibt, die der Spielleiter selber angelegt habt oder ihr gemeinsam angelegt habt, dann könnt ihr diese hier finden und in eure Charaktere ziehen. Dann gibt es die Notizbucheinträge. Standardmäßig ist eingestellt, dass ihr kein Recht habt, Notizbucheinträge anzulegen. Das heißt, ihr habt hier keinen zusätzlichen Button dafür. Wenn der Spielleiter das Recht vergibt, habt ihr hier einen neuen Notizbucheintrag anlegen, dann könnt ihr eigene Notizen schreiben. Darunter ist der Journal-Browser. Dort findet ihr ja aufgelistet sämtliche DSA-Module, die aktiv sind, die ihr durchsuchen könnt. Hier ist das Grundregelwerk aktiv. Ich klicke da drauf, das Grundregelwerk öffnet sich und ich kann hier im Grundregelwerk suchen. Hier hinten aktiviere ich auch nochmal die Volltextsuche oder deaktiviere ich sie wieder. Klicke auf das Kapitel und kann mir das Kapitel zum Fernkampf anschauen. Dann habe ich hier oben noch die Möglichkeit, mir dieses Kapitel anzupinnen. Ja, wenn ihr ständig im Fernkampf seid und immer mal wieder in diese Regeln gucken wollt, weil ihr vergesst, ja, was bedeutet überhaupt Bewegung, was bedeutet das mit der Größe und so weiter, dann könnt ihr euch das anpinnen. Ein Rechtsklick löst das Ganze wieder von hier oben und ein Klick auf das Augensymbol öffnet den Notizeintrag. Kommen wir zu den Zufallstabellen. Hier seht ihr auch nur was, wenn der Spielleiter euch Zufallstabellen freigegeben hat, also auch da das Recht für euch setzt. Wenn das so ist, dann könnt ihr hier auf die Zufallstabelle klicken, seht nochmal die Details der Tabelle. Hier wird auf ein D2 gewürfelt, ja, nein. Ihr klickt auf Wurf und im Chatfenster wird das Ergebnis Nein angezeigt. Kommen wir zu den Audio-Einstellungen. Dafür werde ich jetzt einmal kurz ja, ein bisschen Musik starten. So. Wenn Hintergrundmusik spielt oder eine Playlist gestartet ist, dann seht ihr als Spieler hier auch diese Playlist. Ein bisschen trügerisch sind die Buttons, denn die haben keine Funktion bei euch. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Musik nicht stoppen. Aber ihr könnt für euch individuell einstellen, wie laut wollt ihr das hören. Hier erstmal bei dem Lied selber. Ihr könnt es komplett runterregeln, ihr könnt es leiser machen, ihr könnt es so laut lassen, wie es war. Und hier darüber ist die generelle Lautstärkeeinstellung. Wie gesagt, das gilt nur für euch. Der Spielleiter liefert Musik in einer bestimmten Lautstärke, die er einstellt und ihr individualisiert nochmal für euch selbst. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte generell diese Wiedergabelisten nicht ganz so laut hören. Dann drehe ich sie nochmal ein ganzes Stück runter. Die Umgebungsgeräusche sind Geräusche, die auf der Karte platziert wurden, wenn hier Soundfiles hinterlegt sind, wie Vogelzwitschern, Blätterrascheln. Die könnt ihr hiermit regeln. Und die ja, Benutzeroberfläche, wenn Würfelrollen oder sonstige Ereignisse eintreten, werden hierüber geregelt. Also so könnt ihr für euch selber sagen, ja, ich möchte diese Hintergrundsounds hören oder nein, ich möchte sie gar nicht hören oder nur leise. Das nächste sind die Kompendien. Da findet ihr die Items, auf die ihr Zugriff habt, zum Beispiel Ausrüstung, Kampftalente, ist nicht so ganz interessant, aber zum Beispiel Professionen, wenn es in Charakterbau geht oder ähnliches, könnt ihr euch dort anschauen. Ich persönlich nutze die Kompendien nur, wenn ich wirklich weiß, in welchem Kompendium ich was suchen muss.
Viel lieber benutze ich hier die Bibliothek, die ich euch hier auch schon mal gezeigt habe. Und zusätzlich könnt ihr die Bibliothek auch über euren Charakterbogen erreichen. Hier oben könnt ihr die Bibliothek öffnen. Die Bibliothek selber durchsucht diese Kompendien für euch und bietet ein bisschen mehr Filtermöglichkeiten. Also wenn ihr zum Beispiel ein Schild sucht, könnt ihr hier einfach Schild eingeben und könnt sagen, okay, ich möchte jetzt nur die Nahkampfwaffen sehen. Also ich denke, zur Bibliothek selber werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Aber wenn ihr euch Ausrüstung besorgen wollt oder so und das mit dem Spielleiter abgesprochen ist, dann könnt ihr euch hier die Ausrüstung angucken, könnt den Preis bezahlen von eurem Geld. Hier sind es 5 Dukaten, ne, die habe ich nicht mal. Also ich kann mir das Schild nicht leisten, aber gehen wir mal davon aus, ich könnte mir das leisten, dann könnte ich mir auch selber dieses Item hier hinzufügen, wenn es mit dem Meister abgesprochen ist. Dann braucht der Spielleiter nicht alles in euren Charakterbogen ziehen. Ähm, ja, hier habt ihr so ziemlich auf alles Zugriff, auch Sonderfertigkeiten. Wenn ihr euch den Wuchtschlag kaufen wollt, ich schaue mal, ich habe noch Abenteuerpunkte. Kampf, Wuchtschlag 1 kann ich, Finte 1 kann ich, okay. Ich gucke mal kurz, Wuchtschlag 2 brauche ich eine Körperkraft von 15. Also steigern wir einmal kurz. Es wird von den Abenteuerpunkten abgezogen. Ich ziehe mir den Wuchtschlag hier rein und habe den Wuchtschlag 2. Also so könnt ihr auch selber Steigerungen durchführen und so weiter. Die Bibliothek bietet dann eine ganz nette Möglichkeit, um für euren Charakter was rauszusuchen, Ausrüstung zu durchsuchen. Journaleinträge finde ich jetzt nicht so praktisch. Dafür nutze ich lieber hier oben den Journalbrowser. Und Magie und Religion dürften für alle Magier und Geweihten interessant sein. Da könnt ihr euch Zauberer aussuchen und sie in euren Charakterbogen ziehen. Das letzte hier in diesem Menü sind verschiedene Einstellungen. Ich zeige mal die generellen Einstellungen. Gehe hier einmal in die Grundeinstellungen. Audio-Video-Konfiguration hat niemand ein echt tolles Video zu gemacht, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Spielfläche deaktivieren, deaktiviert die komplette Spielhintergrundoberfläche. Bisher habe ich da keinen wirklich praktischen Nutzen zu gefunden. Es kann natürlich sein, wenn ihr eine Runde spielt, die gar keine Hintergrundoberfläche nutzen will, sondern nur den Charakterbogen, dass ihr das benötigt. Dann gibt es hier die Möglichkeit, die Sprache für die Oberfläche, nicht von dem System, ganz wichtig, das ist die Sprache von der Oberfläche einzustellen. Die Systemsprache wird generell vorher vom Spielleiter vorgegeben. Was ihr nicht machen solltet, ist in der Runde gemischte Sprachen verwenden. Ich glaube, hier hakt das noch nicht. Ich will meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen. Also der eine nimmt Deutsch, der andere Englisch. Seid da ein bisschen vorsichtig. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Sprechblasen, was ich gerade gezeigt hatte. Wenn Orestes etwas sagt, könnt ihr die Sprechblasen deaktivieren und ihr könnt deaktivieren. Danach haben mich einige Spieler gefragt, dass ihr zu diesen Sprechblasen schwenkt. Das heißt, wenn ein Charakter irgendwas sagt, dass dann sofort die Kamera sich auf diesen Charakter fixiert. Das könnt ihr deaktivieren. Hier gibt es die Möglichkeit, die Skalierung der Pixelauflösung zu verändern. Das hat eher mit der visuellen Darstellung zu tun, wenn es da ein paar Probleme gibt. Habe ich bisher nicht gebraucht. Das ist noch ganz nett, Linksklick, um Objekte abzuwählen. Das ist als Spielleiter deutlich interessanter als Spieler. Trotzdem, wenn ihr zum Beispiel einen Begleiter habt oder so und ihr möchtet keinen von beiden anvisiert haben, also wie hier keinen von beiden markiert, dann müsst ihr in der Standardeinstellung, könnt ihr nicht klicken, um das zu verändern. Also ein einfacher Klick reicht nicht, sondern ihr müsst einmal eine leere Fläche markieren. Wenn ihr dies hier angehakt habt, dann könnt ihr einfach, nachdem ihr einen Charakter markiert habt, auf die Fläche links klicken. Ich müsste jetzt die Einstellung noch speichern, aber nur exemplarisch links klicken und dann wäre er demarkiert. Probiert es mal aus, was für euch besser ist. Maximale Bildrate könnt ihr begrenzen für schwächere Rechner. Also die nächsten Optionen sind alle Performance-Optionen. Hier könnt ihr die maximale Bildrate begrenzen. Ihr könnt die weichen Schatten deaktivieren, Figurensicht animieren, Lichtquellen animieren. Wenn ihr tatsächlich auf einer älteren Kiste unterwegs seid, spielt da ein bisschen rum. Damit kann man noch einiges an Leistung rausholen. Foundry sieht dann nicht mehr ganz so schön aus an einigen Stellen, aber dafür könnt ihr es verwenden. Das ist besser, als wenn ihr in einer Ruckelorgie oder sogar nur Abstütze habt. Kommen wir zu den Systemeinstellungen. Die sind für Spieler schnell erzählt. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, das Changelog und die News zu öffnen und euch anzuschauen aus den letzten Updates. Dann gibt es die Farbe des Statuseffektzählers. Wenn ich jetzt auf dieses Menü komme ich gleich noch. Wenn ich jetzt hier
Muss man eben das Target rausnehmen, damit man es besser sieht. Wenn ich jetzt hier einen Statuseffekt drin habe, dieser Zähler, diese 2, hier könnt ihr die Farbe verändern. Ich persönlich finde dieses Weiß ziemlich eindeutig. Ich habe bisher nicht den Bedarf gehabt, das anzupassen, aber hier könnt ihr euch mit dem Hexcode austoben. Dann gibt es die Möglichkeit für euch, die Inventargeräusche, wenn die euch stören, zu deaktivieren. Ich habe im Moment aufgrund des Tutorials die Game Audio Bundles nicht drin, aber normalerweise, wenn ihr ja, Gegenstände ausrüstet oder handelt, ach doch, ich habe sie tatsächlich, ich habe sie drin. Dann hört ihr dieses Geräusch, wenn euch das nervt, könnt ihr das hiermit deaktivieren. Talentmodifikatoren aktivieren bedeutet, wenn ihr eine Probe ausführt und ihr habt, wie hier zum Beispiel eine Fertigkeitsspezialisierung oder verschiedene Modifikatoren, könnt ihr hiermit sagen, dass die automatisch aktiviert sind. Das macht er nicht bei allen. Ich weiß gar nicht genau, wo das greift. Im Prinzip braucht ihr das aber nicht, weil er speichert auch in der Sitzung, in der ihr seid, die letzte Einstellung, die ihr hier angeklickt habt. Also ich glaube, diese Einstellung werdet ihr weniger brauchen, aber das könnt ihr hier machen. Und was noch geht, ist hier unten die Modifikatorenliste ausklappen. Ich habe es jetzt nicht selektiert. Ihr seht, ich habe hier Modifikatoren von -2 und ich muss immer manuell aufklappen, um zu sehen, ja, woher kommen die Modifikatoren, welche wurden eingerechnet. Wenn ich diesen Haken setze, ist das immer ausgeklappt. Als letztes gibt es noch Moduleinstellungen. Da ich hier nur ein einziges Modul für ein anderes Tutorial drin habe, habe ich hier nur einmal ein Modul aktiv, aber zum Beispiel die Einstellung von Dice So Nice, die ich auch nochmal irgendwann vorstellen möchte, findet ihr hier. Es gibt da für den Spieler auch ein paar nette Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel bei Better Roofs, was ich verwende, könnt ihr als Spieler für euch selbst sagen, boah, dieses Dorf hier, wo Better Roofs verwendet wird, ruckelt mir zu sehr, ich kann das nicht spielen. Dann könnt ihr nochmal versuchen, über den Performance-Modus zu gehen. Das gilt dann nur für euch und nicht für alle. Kommen wir zurück hier zu den Einstellungen. Ihr könnt euch die aktiven Module anzeigen lassen. Eine Steuerungsübersicht, die nochmal ganz interessant sein kann. Wo nochmal so Tipps wie zum Beispiel bei dem Lineal mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste Wegpunkte setzen oder Leertaste dem Pfad folgen, Rechtsklick lösen, ist hier nochmal alles aufgelistet. Kann man sich ruhig mal anschauen. Dann gibt es eine Dokumentation, die öffnet die Foundry-Webseite. Und da ich hatte ja gesagt, dass es für die Chat-Messages Befehle gibt, die findet ihr zum Beispiel hier. Dann könnt ihr euch direkt im Spiel ja, die einzelnen Sachen nochmal anschauen. Auf der Foundry-Seite ein bisschen suchen. Braucht Foundry dafür nicht verlassen. Dann gibt es das Community-Wiki, was sich öffnen lässt. Ich weiß gar nicht, ob das besteht. Ja, tatsächlich. Auch da könnt ihr euch nochmal auf der Webseite umschauen, wenn ihr dort nach interessanten Sachen sucht. Dann gibt es DSA-Fehler melden. Das würde jetzt einen Browser öffnen. Da kommt ihr in das GitHub vom DSA-System. Wenn ihr einen Fehler habt, könnt ihr direkt draufklicken. Und so, wenn ihr dann einen GitHub-Account habt, könnt ihr sofort loslegen, diesen Fehler zu dokumentieren. Hier kommt ihr in das DSA-Wiki für das System und den F-Shop, um weitere Publikationen zu kaufen. So viel zur rechten Seite. Wir waren ja schon auf der Oberfläche und haben uns so ein bisschen darauf bewegt. Ich zeige nochmal grundsätzlich, was ihr machen könnt, wenn die Spielpause deaktiviert ist. Zum einen könnt ihr mit den Pfeiltasten auf der Tastatur links, rechts laufen, um eine langsame Bewegung auszulösen. Ihr könnt aber auch per Drag and Drop, falsches Tool aktiviert. Ihr könnt auch per Drag and Drop den Token bewegen. Das ist für den Spielleiter mal ein bisschen schwierig, wenn ihr jetzt so weit zieht und hier zwischen wäre ein Ereignis, müsst ihr euch wieder ein bisschen zurückschubsen. Deshalb versucht es erstmal immer über die Pfeiltasten, auch wenn es ein bisschen langsamer ist, oder geht zumindest nur kleine Schritte vorwärts. Das sind die beiden Bewegungsmöglichkeiten neben dem Messwerkzeug. Dann ja, könnt ihr noch einen Rechtsklick auf euren Token machen, was ein Kontextmenü öffnet. Zum einen könnt ihr das auch bei anderen Token, nee, nur bei eurem machen. Hier ist ein Targetzeichen, das ist, wenn ihr auf euch selbst zielt, also wenn ihr Rechte auf diesen Token habt, könntet ihr das hier auch machen. Aber hier wäre nochmal das Targetzeichen, das ist für Spielleiter interessant. Hier habt ihr eure Lebenspunkte, Alternativen habt ihr meistens hier oben Karma oder Astralpunkte. Hier könnt ihr zum einen diesen Wert verändern, indem ihr es einfach überschreibt. Ihr seht, jetzt wurden die Lebenspunkte auf 21 geändert. Was ihr aber auch machen könnt, ist hier +5 zum Beispiel eingeben und dann addiert er auf die aktuellen die 5 Lebenspunkte. Das ist ganz gut, wenn man seinen Token mal wieder ja,
leer hat und man kriegt gesagt, so, du bist wieder voll, dann kann man hier einfach sagen plus 20 und er rechnet nur bis zum Maximum. Dann habt ihr hier einen Button für die Statuseffekte, wo ihr nochmal relativ klein, ja, wenn ich ranzoome geht's, die Statuseffekte habt. Das geht aber auch im Charakterbogen. Schaut doch nochmal in mein Charakterbogen-Video, da erkläre ich, wie ihr das da macht, weil da könnt ihr nämlich nach Begriffen suchen. Und hier könntet ihr euch selber, wenn eine Begegnung stattgefunden habt, also eure Freunde sind irgendwo am Kämpfen und ihr kommt dort in die Nähe, könntet ihr euch selber zu der Begegnung hinzufügen, wenn der Meister das dann zulässt. Im Moment meldet er mir, dass es keine Begegnung auf dieser Szene gibt. So, damit haben wir die Oberfläche und eure Interaktionsmöglichkeiten grundsätzlich abgehakt. Ich kann noch einmal was zeigen, wenn der Spielleiter Wände gezogen hat. Ich will mal kurz gucken. Hier ist es nicht so auf der Karte. Ich ziehe dort mal kurz eine Wand. So, Wand gezogen. Wenn ich mich jetzt hier durchbewegen möchte, dann bleibe ich auf einmal hängen, also meine Steuerungstasten funktionieren nicht mehr. Und wenn ich dann Drag and Droppe, kriege ich die Meldung, Bewegung kollidiert. Bei der Bewegung kollidiert die Figur mit mindestens einer Wand. Also da kommt ihr dann nicht durch, wenn der Spielleiter diese Karte konfiguriert hat. Okay, das war's zur Oberfläche Foundry. Kommt noch ein kleiner spezieller Hinweis zu DSA. Es gibt hier nämlich zusätzlich zu der Leiste hier unten eine Schnellzugriffsleiste, DSA-spezifisch, wo von dem Akteur, den ihr markiert habt, die wichtigsten und höchsten Talente angezeigt werden. Also bei Magiern sind hier auch Zauber und bei geweihten Liturgien dabei. Hier sind aber die höchsten Beteiligten drin und immer Sinnesschärfe, was am meisten gebraucht wird beim DSA. Ja, und ansonsten sind wir mit der Oberfläche durch. Ich komme noch mal zu einem Tipp, den ich in letzter Zeit immer mal wieder brauche. Habt ihr als Spieler Probleme, sei es, die Szene wird nicht richtig angezeigt, der Token ist verschwunden, die Musik spielt nicht richtig, dann ist die Taste F5 auf eurer Tastatur euer Freund, denn dann wird die komplette Sitzung einmal neu geladen und häufig habt ihr damit das Problem beseitigt. Macht das aber nicht zu oft. Also probiert das einmal aus. Wenn der Fehler dann nicht weg ist, dann spammt nicht F5 auf der Tastatur. Das kann nämlich bei den Sitzungen zu Problemen führen. Okay, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ja, wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video.